Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Top 3 Hikes bzw. Wanderungen in den Blue Mountains in Australien. Mein Favorit 3 ist der Three Sisters Walk. Die Three Sisters im Prinzip ist das Highlight oder die meistbesuchteste Felsformation, die ihr auch links auf dem Bild sehen könnt, in den Blue Mountains. Und dort könnt ihr beispielsweise dann einfach nach unten wandern, an der Felsformation nach oben, durch das Tal wandern und auf der anderen Seite entweder mit der Gondel oder dementsprechend von dort mit der Gondel nach unten und sozusagen den Weg in die andere Richtung gehen. Ist allerdings eben sozusagen sehr viel besucht und dadurch eben etwas mehr ausgelastet. Meine Top 2, wo ich lange überlegt habe, ob es nicht mein Top 1 ist der Wentworth Falls Weg, der etwas mehr Richtung Sydney liegt und im Prinzip auch mit dem Zug zu erreichen ist. Ist eine längere Strecke, 17 Kilometer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ihr könnt im Prinzip, so wie ihr es auf der linken Seite seht, entlang der Felswand laufen. Ihr habt einen Bombenblick in die Blue Mountains rein und ihr könnt sozusagen einmal auf einer unteren Ebene und auf einer oberen Ebene sozusagen laufen. Das heißt, es ist ein Rundweg und ich habe zweimal verschiedene Perspektiven. Ihr kommt an Wasserfällen vorbei, müsst dieses Wasserfallflussbett dann überqueren und habt einfach eine super schöne Natur, auf die ihr runterblicken könnt. Meine Top 1 Highlight in den Blue Mountains ist wirklich der Grand Canyon Walking Track, weil er zum einen nicht so viel überlaufen ist. Seid relativ auf euch. Ihr habt die schönste Natur. Ihr startet im Prinzip auf einer oberen Ebene. Ihr habt so eine Art Dschungel, wo ihr entlang lauft und könnt dann auf immer wieder verschiedenen Ebenen teilweise von einer höheren Position in die Schlucht reinschauen, wo ihr dann wirklich 5 verschiedene Ebenen an Fahnen hängen seht oder dann wirklich auf der unteren Ebene durch die Schlucht zu laufen. Ihr habt ihr seid sehr nah mit der Natur und habt eben auch die Möglichkeit, dann Wasserfälle zu sehen. Sozusagen der Weg führt sozusagen an einer Stelle auch hinter einem Wasserfall vorbei und ihr seid da für euch. Ihr könnt die Natur im Prinzip aufsaugen. Deswegen definitiv meine Top 1 Erfahrung in den Blue Mountains. Was sind eure Lieblingstracks? Gerne in den Kommentaren verlinken, beziehungsweise Fragen und so weiter einfach gerne stellen. Ich beantworte diese gerne. Bis zum nächsten Mal.